Heute reden wir im ZDF-Magazin Royal über ein Thema, das ist so schmerzhaft, das ist so belastend und anstrengend, dass wir was Niedliches, was Liebenswertes zur Ablenkung brauchen. Oder schauen Sie mal, das ist Mümmelchen, ein Kaninchen, so süß, so süß. Ich liebe ja Tiere, ich liebe Tiere. Wenn Tieren auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann flipp ich aus. Oder Mümmelchen, dann flipp ich aus. Ne? Unschuldigen Tieren darf nichts passieren. Ich bin ja ein Mensch. Tiere beschützen wir. Dein Kaninchenstall, Mümmel, den mache ich jeden Tag 10-mal sauber wegen Hygiene. Es ist so wichtig, dass man hygienisch bleibt, damit es dir gut geht, ne, Mümmelchen? Menschen hingegen sind mir egal, das wissen Sie, das weiß ich. Und was in den Gehegen passiert, in die wir in Europa Menschen sperren, das geht uns beiden doch am Arsch vorbei, oder, Mümmelchen? Moria was a hell. Now it was burnt hell. This was like your whole life is burning. Das EU-Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos war eine Hölle. Hast du gehört, Mümmelchen? Heute reden wir im ZDF-Magazin Royal über eingesperrte Menschen. Über das neue Moria. Aber eingesperrte Menschen, die sind uns egal, oder Mümmel? Was? Das Lager in Moria war eigentlich gedacht für 2800 geflüchtete Menschen. Als Moria abbrannte, lebten dort aber fast 13.000. Es ist aber nicht das einzige Lager in Griechenland, in dem Menschen so, lebten. Nach heftigem Sturm. Etliche Zelte im Flüchtlingslager auf Lesbos überflutet. Panische Angst, Hitze und kein Wasser. Flüchtlingslager in Griechenland. Babys werden von Ratten gebissen. Sowas würdest du aber niemals machen, oder? Babys beißen, oder Mümmel? Was? Wie bitte? Wen? Du würdest Richard David Precht gerne mal beißen? Na, du bist mir aber einer. Wieso das denn? Moria, das furchtbare EU-Menschengehege in Europa, ist vor einem Jahr abgebrannt. Und das hat uns Deutschen mit unserer Geschichte natürlich etwas Wichtiges gezeigt. Der Brand hat uns noch mal sozusagen wie im Brennglas gezeigt, was das Problem ist. Ja, vielen Dank, Frau Laschet. Der Brand von Moria war das Brennglas unter der Lupe eines Mikroskops, der uns Deutschen als Stein ins Glashaus geworfen wurde. Da beißen die Ratten auf Samos den Babys keinen Faden ab. Wir haben die schrecklichen Bilder von Moria in dieser Nacht gesehen. Das brennende Flüchtlingslager. Ich hatte ja vor wenigen Wochen die Gelegenheit, Moria selbst zu besuchen. Da waren die Zustände schon dramatisch. Mein Gott, da leiden die armen Menschen schon unter Flut, Hitze und Durst. Und dann kommt auch noch Armin Laschet vorbei. Aber Bundeskanzler Armin Laschet war nicht der Einzige, der in Moria das Drama gesucht hat. Einer der beiden Päpste war, der junge Papst war da. Hollywood-Star Angelina Jolie, privat wie selten. Und sogar Martin Schulz, der Armin Laschet der SPD. Dass der die Zeit hat. Jeder Weltstar, der was auf sich hält, hat sich in Moria ganz betroffen das Leid der Menschen angesehen. Dann kam das Feuer und, hey, Hase, du bleibst hier. Dann kam das Feuer und zerstörte das Lager und langsam dämmerte es selbst der EU-Kommission. Verdammt, wir müssen was tun. No more Morias. We should not accept. Tosender Beifall für die Menschenwürde von allen anwesenden 6 Europaabgeordneten. No more Morias. Keine Morias mehr. Das ist das Europa, für das meine Parteifreunde und ich 3 Jahre lang mit diesem verschissenen Kapuzenpullis rumgelaufen sind. Mümmel, wir sind Europa. Wir sind Europa. So was Menschenunwürdiges wie das alte Moria damals, das darf es bei uns nicht mehr geben. Jetzt machen wir was. Jetzt tut die EU was. Bravo, Standing Ovations. Die EU hat tatsächlich ihren Worten Taten folgen lassen. Nie wieder Moria. Und darum hat sie eine Taskforce gegründet, die Taskforce für Migrationsmanagement. Taskforce für Migrationsmanagement. Das A-Team der EU. Okay, die Jüngeren werden jetzt vielleicht nicht mehr wissen, was das A-Team ist. Das ist sowas wie Paw Patrol mit Menschen. Das waren die hier. Sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber Ihre Gegner müssen Sie ernst nehmen. Also wenn Sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen Sie doch das E-Team.
Das ist das A-Team. Wie allerdings die EU-Taskforce für Migrationsmanagement aussieht, das wissen wir nicht. Von der Taskforce gibt es keine offiziellen Fotos, schon gar nicht welche, die sie bei ihrer Mission zeigen. Und die Mission der Taskforce für Migrationsmanagement, die ist knallhart, die ist gefährlich. Hase, du bleibst hier. Die ist hart, gefährlich und kompliziert. Die Taskforce soll ein neues Moria bauen, ohne dass es wieder das alte Moria wird. Wie viele Leute arbeiten denn in dieser Taskforce für Migrationsmanagement? 5 Humanistenbataillone, 35 Psychologengeschwader und 2000 Ärztinnen ohne Grenzen? Was? Wie viele? Was? Genau. Es sind gerade mal 8 Leute. Das muss man sich mal vorstellen. Santiano sind schon zu 5 und haben 2 Hunde. Die Taskforce für Migrationsmanagement arbeitet verdeckt. Nur von einer gibt es Fotos in Action, nämlich von der Chefin, Beate Gminder. Sie ist stellvertretende Direktorin für Migration und Inneres und zuständig für finanzielle Ressourcen und Lagebewusstsein sowie amtierende Leiterin der Taskforce für Migrationsmanagement. Ein Titel so lang, dass er auf ein DIN A4-Blatt braucht. Was? Wie bitte? Mümmelchen, was? Du weißt nicht, wer Beate Gminder ist? Die hat doch 2012 den Friedensnobelpreis bekommen. Am Freitag habe ich den Friedensnobelpreis bekommen. Naja, fast. Aber ein 500-Millionstes davon gehört auch mir. Der Nobelpreis ist ein Motivationskick. Auch für Mut zur Ehrlichkeit. Ja, Beate, Mümmelchen und ich, wir spüren das auch. Der Friedensnobelpreis ist ein echter Motivationskick für mehr Mut und mehr Ehrlichkeit. Und dann sind wir doch mal mutig. Sind wir doch mal ehrlich. Beate Hannibal Gminder hat als Chefin der Taskforce für Migrationsmanagement die Verantwortung, dass 276 Millionen Euro im Sinne der EU eingesetzt werden. Mit diesem Geld hilft sie, wie das A-Team, anderen, die in Not sind. Den Schwächsten der Schwachen, also nicht den Geflüchteten, sondern den griechischen Behörden. Die Taskforce wird auf EU-Ebene die Versorgung der griechischen Behörden mit gezielter strategischer, operativer und finanzieller Unterstützung koordinieren. Denn das Motto lautet, bitte kein neues Moria mehr, keine brennenden Zelte mehr. Die glänzenden Glattlederschnürschuhe von Armin Laschet sollen nie mehr woanders im Matsch stehen müssen als in Bad Münstereifel. Beate Gminder und ihre 8-köpfige Paw Patrol A-Team Taskforce haben dafür alles gegeben. Kein neues Moria. Und herausgekommen ist, Trommelwirbel, ein neues Moria und ein EU-Imagefilm. Und ein Imagefilm. Was für ein Imagefilm. Holen Sie schon mal das Popcorn raus. Das ist ein Imagefilm, wie es ihn die EU noch nie gesehen hat. Boah! Coole Drohnenflüge und dieser Soundtrack. Hören Sie mal. Original von der EU reingemischt. Von Hans Zimmer wahrscheinlich. Nein, mit 276 Millionen kann man einiges machen, filmmäßig. Das Lager zum Actionfilm. Unglaublich. Das neue Moria liegt jetzt auf einer anderen griechischen Insel und heißt Closed Controlled Access Center of Samos. Das klingt auch viel besser als das neue Moria. Kann ich noch mal einen Ausschnitt bitte sehen aus dem Imagefilm? Unglaublich. Sieht richtig cool aus. Wahnsinn! Das Closed Controlled Access Center of Samos. Untertitel: Gegen die Menschenwürde verstoßen, okay, aber bitte nach höchsten EU-Standards. Irgendwie will der Stacheldrahtzaun nicht so recht passen zu diesem lieblichen Eiland in der Ostägäis. Deshalb wohl liegt das neue Camp auch 5 Kilometer weit entfernt von der touristisch geprägten Inselhauptstadt Fatih. Mit EU-Mitteln finanziert bietet das sogenannte geschlossene Zentrum mit kontrolliertem Zugang Platz für 3000 Menschen. Moment mal, diese regenbogenschillernde Giraffen-Batikhose. Sag mal, Mümmelchen, die kennen wir doch. Das ist doch Friedensnobelpreisträgerin Beate Gminder, die sich hier gerade ihren Motivationskick holt beim Grand Opening ihres Meisterwerks. Das neue Lager auf Samos. Das neue Moria, das nicht so heißen darf. Ein Vorzeigelager mit blank poliertem NATO-Stacheldraht mit Widerhaken. Was sagt denn die Europäische Grundrechteagentur zu diesem neuen Lager? Ja, was? Wie? Ja, sowas gibt's. Eine EU-Agentur, die aufpasst, dass sich die EU an Menschenrechte und ihre eigenen Werte hält. Die FRA, die Fundamental Rights Agency. Wie findet die denn den Stacheldraht mit Widerhaken rund ums Aufnahmelager?
Um das Risiko einer Retraumatisierung für Menschen, die Gewalt und Verfolgung erlebt haben, so gut wie möglich zu vermeiden, sollte Stacheldraht nicht verwendet werden. Ja, okay, aber wenn Giraffenbatikhosen und das kleine bisschen NATO-Stacheldraht das Einzige ist, was im neuen Moria gegen die Menschenwürde verstößt, dann also... Ein Zentrum, das der ersten Identifizierung und Registrierung neu Ankommender dient, sollte nicht wie ein Gefängnis aussehen. Nee, aber das neue Moria, das sieht doch nicht aus wie ein Gefängnis, oder? Sieht das aus wie ein Gefängnis? Ich meine, nein. Oder? Nee, Mümmelchen sagt auch, das sieht nicht aus wie ein Gefängnis. Was sagt denn die EU-Menschenrechtsagentur sonst noch? Was sollte man vermeiden, wenn man Lager für geflüchtete Menschen baut? Kinder sollten nicht gefängnisartigen Zäunen ausgesetzt werden. Und? Schau nicht hin, Mümmelchen, schau nicht hin. Ich habe keine Kinder hinter Gefängniszäunen gesehen. Du? Wir als MSF sehen tatsächlich, es ist ein Gefängnis. Die Menschen haben sicherlich die Möglichkeiten, mal vor die Tür zu gehen. Aber wohin sollen sie gehen? Ja, was weiß ich, zum Mermaiding oder zum Boccia-Spielen. Die Menschen im neuen Moria dürfen zwar raus, aber nur von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Und die nächste Ortschaft ist mehr als 1 Stunde zu Fuß vom Lager entfernt. Und der Bus ist so teuer, dass sich ihn kaum einer leisten kann. Und wenn man zu spät zurückkommt, dann wird man zur Strafe für 5 bis 10 Tage eingesperrt. Aber trotzdem, das neue Moria ist kein Gefängnis. Meiner Meinung nach handelt es sich nicht um Gefängnisse, denn Gefängnisse haben Insassen, die einer Straftat überführt worden sind und daraufhin zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Das heißt, es ist auch klar, wie lange sie in dieser Anstalt bleiben, beziehungsweise wann die erste Möglichkeit ist, wieder rauszukommen. Ich glaube vielmehr, dass es sich um Internierungslager handelt, denn ich habe Insassen und Personalinsassen, die das Areal nicht verlassen können. Deswegen Internierungslager. Hast du gehört, Mümmelchen? Nur ein Internierungslager. Es ist alles halb so schlimm. Nur ein Internierungslager. Kein Grund zur Sorge. Hier sind die Voraussetzungen für eine würdevolle Aufnahme von Migranten gegeben. Ohne Überbelegung. Und ohne die lokale Bevölkerung unverhältnismäßig zu belasten. Dankeschön, Frau Friedensnobelpreisträgerin Beate Gminder. Wenn schon Internierungslager für schutzsuchende Menschen, dann aber auch bitte ohne die umliegende Bevölkerung unverhältnismäßig zu belasten. Ich bin einfach so froh, dass sich mit Beate Gminder ausgerechnet eine Deutsche um die EU-Internierungslager kümmert. Denn wenn wir Deutsche eines in unserer wechselhaften Geschichte gelernt haben, dann... Wie bitte? Ich soll nicht weiterreden jetzt, sagst du, Mümmelchen? Okay, ich rede vielleicht lieber nicht weiter an dieser Stelle. Wie gefallen dir denn die ganz normalen, doppelt gereihten Stacheldrahtzäune mit Widerhaken rund ums Lager? Wie? Auch gut? Schön, schön, schön. Los, Friedensnobelpreisträgerin Beate Gminder, Fahne hoch. Und im neuen Moria und rund um das neue Moria kontrolliert natürlich die Polizei alles. Und im Lager sind Kameras. Wenn sich zu viele Menschen im Lager an einem Ort versammeln, dann gibt's Alarm. Und das alles wird von hier aus beobachtet. Das ist der Überwachungsraum, der extra ins griechische Migrationsministerium eingebaut wurde. Sieht ein bisschen aus wie irgendwie die geheime Raketenzentrale eines Bond-Bösewichts, ist aber keine Fiktion, sondern Wirklichkeit. Von hier aus kann der griechische Migrationsminister das Internierungslager überwachen. Von Athen aus kann man bis in die Zimmer und die Stockbetten der Menschen im neuen Moria schauen. Und zwar 24/7. Auf seine Überwachungstechnik ist der griechische Minister so stolz, dass er das sogar ganz offen getwittert hat. Es konnte halt nur niemand lesen, weil er so eine schlechte Handschrift hat im Internet. Weißt du was? Mümmelchen, weißt du was, mein kleines, süßes Mümmelchen, wenn ich diese Lager von der Friedensnobelpreisträgerin Beate Gminder sehe, dann füllt sich einfach mein Herz mit diesem Gefühl. Weißt du, dieses Gefühl, dieses europäische Gefühl, über das Santiano mal dieses tolle Lied gemacht haben, unser Lieblingslied. Wenn die Kälte kommt mit eisiger Hand, wenn die Kälte kommt und dein Herz übermannt. Für jedes schlimme Gefühl, das ich für die EU habe, gibt's irgendwie immer einen passenden Song von Santiano. Kälte, genau Kälte heißt das Gefühl. Aber ich meine, was ist besser? Eine kalte Seele oder ein brennendes Lager? Und wie es den Menschen geht im neuen Moria, ich meine, das kriegt doch eh keiner mit. Ich habe Ihnen das gesagt, meine Damen und Herren. Es ist ein hartes Thema heute im ZDF-Magazin Royal. Das ist unappetitlich, aber keine Sorge. Die EU wird sicherlich nicht noch mehr von diesen Lagern bauen.
Das Lager auf Samos ist eines von 5 geplanten derartigen Camps. Ja, aber wenn die EU noch mehr von diesen Lagern bauen sollte, dann ganz sicher an Orten, an denen die EU der Welt dann auch zeigen kann, wie wichtig ihr die Menschenwürde ist. Der Neubau soll in der Nähe von Kaloni gebaut werden, etwa 40 Kilometer von Mytilini entfernt, in der Nähe einer Müllhalde. In der Nähe einer Müllhalde, wo man halt Menschen so einsperrt. Aber immerhin, die neuen Lager brennen garantiert nicht mehr ab. Das neue Moria und all die anderen Lager, die die EU finanziert hat, sind gekommen, um zu bleiben. Ist das nicht auch ein Song von Santiano? Nee. Ach Herrgott, jetzt zeig doch mal bitte den verschissenen Hasen, sonst erträgt das doch keiner mehr. Bitte zeig den Hasen. Mümmelchen? Ach, du machst, dass mein Herz wirklich ganz leicht wird, trotz dieses ganzen Schreckens. Auf Samos und auf Lesbos, an den EU-Außengrenzen, das ist schrecklich. Ja, aber so ein Hase? Wir haben übrigens noch was rausgefunden. Die EU-Kommission lässt die Überwachungstechnik für ihr neues Internierungslager mit Geld bezahlen, das eigentlich dafür gedacht war, die Wirtschaft nach der Pandemie wieder anzukurbeln. Naja, aber so ist sie, die EU. Jeden Tag eine gute Schreibtischtat. Wenn Sie das alles nochmal nachlesen wollen, meine Damen und Herren, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder das neue moria.eu mit noch mehr Hintergrundinfos. Haben wir alles für Sie zusammengetragen, zusammen mit unseren Kolleginnen von fragdenstaat.de und Ippen Investigativ. Und wenn Ihnen das zu schmerzhaft ist, zu belastend und zu anstrengend, dann empfehle ich Ihnen mümmelchen.eu. Schauen Sie doch mal rein. mümmelchen.eu.